Erfolg beginnt zu Hause. Freunde, es ist sowas von erfüllend, wenn man weiß, dass Jesus Christus am Kreuz von Golgatha bereits alles erkauft hat. Er hat uns einfach begnadigt. Wir sind seine Erben, nicht aus Grund von unserem Verdienst, sondern weil er es uns geschenkt hat. Wir haben gestern gelesen, dass er es bereits getan hat. Im Epheser Kapitel 1, Vers 3 lesen wir noch weiter. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns, vergiss es nicht. Du kannst aufhören zum Betteln. Du kannst anfangen mit dem Danke sagen, jeden Tag nur Danke sagen. Er hat uns mit allem Segen des Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Wir sind mit ihm eins. Er ist das Haupt, wir sind Leib und wir sitzen gemeinsam zur Rechten des Vaters. Freund, das ist eine ganz wesentliche Sache in der Bibelschule, dass wir erkennen, was er bereits getan hat und wie wir die Erbschaft antreten. Das kann man nicht einfach so in ein paar Minuten. Es ist ein Prozess, ein Erkenntnis-Prozess, warum ich ein Anrecht habe darauf, auf das, was Gott mir geschenkt hat. Kein religiöser Geist kann mir das stehlen. Denn in ihm, Vers 4, in ihm hat er uns erwählt vor der Erschaffung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor Gott. Damit es kein Problem mehr ist, heilig zu sein und untadelig vor Gott zu leben. Sodass wir frei sind von aller Sklavenschaft der Sünde, frei sind von allen Abhängigkeiten, wo immer der Mensch abhängig ist, was immer ihn versklavt hat auf dieser Erde. Er hat uns freigekauft, ein für alle Mal freigekauft, ein Geschenk Gottes, das wir nur annehmen brauchen. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Wir sind bereits in ihm, in Christus Jesus. Nicht, wir kommen einmal zu ihm, wir sind bereits in ihm. Der Mensch ist Geist, Gott ist Geist, Christus ist der Sohn Gottes, wir sind ein Teil vom Sohn Gottes. Der Sohn Gottes ist erfüllt mit dem Heiligen Geist. Er hat uns bereits aus Liebe im Voraus dazu bestimmt und nach seinem gnädigen Willen zu ihm zu gelangen. Wir sind bereits in ihm. Mehr in ihm gibt es nicht, mein Freund. In der Erkenntnis müssen wir wachsen, was es bedeutet. Aber positionell haben wir bereits die Position zur Rechten des Vaters eingenommen. Wir müssen nur mehr noch lernen, was das heißt. Zum Lob seiner herrlichen Gnade sind wir bestimmt. Er hat sie uns geschenkt, diese Gnade, in seinem geliebten Sohn. Durch sein Blut haben wir die Erlösung. Durch sein Blut haben wir die Erlösung. Du musst nicht mehr erlöst werden. Du hast sie bereits. Freund, ich lese aus der katholischen Einheitsübersetzung. Für den Fall, dass du katholisch bist, musst du wissen, dass das auch das Evangelium der katholischen Kirche ist. Die haben kein anderes, nur sie verkündigen es halt nicht in dieser Intensität, weil sie in ihren Gottesdiensten eine gewisse Liturgie haben, die jedes Jahr gleich ist und ja gar nicht in die Tiefe der Wahrheit kommen, vor lauter Liturgie. Freunde, daher ist es so wichtig, dass wir eben eine Bibelschule machen, wo wir das erkennen, wirklich im Herzen erkennen. Durch sein Blut haben wir, Vers 7, haben wir die Erlösung. Wir haben die Vergebung der Sünden nach dem Reichtum seiner Gnade. Deine Sünden sind dir vergeben. Jesus Christus hat sie dir vergeben. Er hat den Preis für die Schuld bezahlt am Kreuz von Golgatha. Du bist Eigentum Gottes geworden. Er hat dich zurückgekauft in sein Reich, raus aus der Religion, raus aus der Sklavenschaft der Wüste, raus aus der Sklavenschaft des Weltsystems, hat er dich bereits herausgeholt, erlöst, vergeben nach dem Reichtum seiner Gnade. Durch sie hat er uns mit aller Weisheit und Einsicht reich beschenkt. Freund, du bist bereits reich beschenkt. Du musst das Geschenk nur eben annehmen und Danke sagen und auspacken. Diese Erbschaft, das Gnadengeschenk muss ausgepackt werden. Und hat uns das Geheimnis seines Willens kundgetan.
wie er es gnädig im Voraus bestimmt hat. Er hat beschlossen, die Fülle der Zeiten heraufzuführen, in Christus Jesus alles zu vereinen, alles, was im Himmel und auf der Erde ist. Alles, er hat bereits das alles getan. Ich meine, mehr er hat, brauchst du gar nicht. Aber uns ist immer gelehrt worden, ich muss und vielleicht einmal, und wenn ich genug getan habe, dann findet das alles vielleicht einmal statt, wenn ich brav genug gewesen bin. Freund, das ist Religion, pure Religion. Das ist etwas, was Gott wirklich traurig macht. Er zahlt den Preis und du glaubst es nicht. Du glaubst, du musst ihn noch einmal bezahlen. Es ist sowas von einfach. Herr, ich danke dir, dass du uns heute die Augen unseres Herzens öffnest, damit wir sehen können, was du bereits getan hast und einfach lernen, das Geschenk der Gnade, die Erbschaft auszupacken. Das ist das Wesentlichste, was ein Mensch auf dieser Erde tun kann, sich mit der Erbschaft zu beschäftigen und sie auszupacken und einzusetzen zum Segen anderer Menschen, nachdem er erkannt hat, was Gott bereits am Kreuz von Golgatha vollbracht hat. Danke, Vater, dass du uns hilfst, immer mehr von deiner Größe der Herrlichkeit, die du geschenkt hast, zu erkennen. In Jesu Christi Namen.